ziemlich einzigartig hier, ne? Oder? Schon? Ziemlich unique, ne? Hallo. Hallo. So wichtig sind wir auch nicht, dass wir so einzigartig sind, ne? Oder? Naja. Weißt du auch nicht, was du darauf sagen sollst, ne? Das könnte jetzt esoterisch werden. Oh, nee, lieber nicht. Lass das mal die Leute entscheiden. Also wir sind zwei Piranhas, hallo, und wir reden über unsere Computerspiele. Und da ist manchmal ein Verkaufsargument nötig. Ne? Das heißt, man möchte ja gerne rausstechen aus den ganzen Pulk von Spielen, die es so gibt. Gott sei Dank gibt es so viele, ne? Weil man dann immer die Qual der Wahl hat, anstatt dass man irgendwie jahrelang auf irgendwas wartet. Naja, vielleicht wartet man doch jahrelang auf irgendwas, ne? Aber darum geht's heute gar nicht, sondern um was völlig anderes, nämlich Unique Selling Point. Ja? Das heißt, man muss irgendwo was Besonderes machen. Ne? Man muss unique sein, das heißt einzigartig. Selling bedeutet verkaufen und Point heißt, naja, reicht vielleicht auch einer, ne? Heißt, was ist denn so Besonderes an eurem Spiel? Ja? Was ist denn der Unterschied zwischen Elex? Werden wir oft gefragt. So, und wir stehen dann da und sagen, ja, was ist denn so besonders an unserem Spiel? Das ist so ein Zeug, weil, haben die anderen auch alle, ne? Wir haben mal weniger als 100 Leute gefragt, was glaubst du, ist das? So ein Unique Selling Point und wie wichtig ist dir so etwas bei einem Game? Und die haben Folgendes gesagt. Naja, es ist die Eigenheit oder das eine herausstechende Merkmal, was es über alle anderen stellt. Ist natürlich cool, wenn es das gibt, aber muss nicht unbedingt da sein. Also ich kann auch ein Spiel spielen, was sehr ähnlich ist wie ein anderes und es trotzdem sehr genießen. Aber natürlich ist es erstmal so, wahrscheinlich für die Vermarktung ist es natürlich wahrscheinlich besser, weil wenn man damit werben kann, ist es natürlich so, dass dann die Leute eher sagen, oh, das will ich dann auch spielen. Ist für mich ehrlich gesagt gar nicht so extrem wichtig. Es ist vielleicht ein Kriterium, um es zu kaufen, aber es ist nicht ausschlaggebender Punkt, weil wenn das Game an sich mir von der Story nicht gefällt oder vom Zeitalter oder vom Genre, dann kaufe ich es auch nicht, auch wenn das sowas hat. Es ist schon wichtig. Das Problem ist, du kannst auch nicht das Rad neu erfinden, ne? Du kannst halt irgendwie neue Sachen zusammenmixen, hast vielleicht irgendwas Cooles, Neues dir ausgedacht, aber irgendwo sind ja auch die Möglichkeiten ein bisschen ausgeschöpft. Ich finde, wenn man einen Titel neu entwickelt, dann muss man sich diesen Fragen unbedingt stellen. Habe ich einen USP oder nicht? Wenn ich ihn nicht habe, was ja auch nicht schlimm ist, dann muss ich mir darüber bewusst sein, okay, dann bin ich in einem Markt, wo es eben schon andere Vertreter gibt. Und dann kann das funktionieren, weil der Markt vielleicht für dieses Spielprinzip gerade sehr groß ist oder für diese Thematik. Also zum Beispiel Zombie oder bestimmtes Gameplay, Free-to-Play oder was auch immer gerade im Moment angesagt ist, dann kann das sein, dass der Mitnahmeeffekt so groß ist, dass das auch ohne USP gut funktioniert. Einem Indie-Team würde ich das niemals empfehlen. Da würde ich immer sagen, schaut, ob ihr einen USP habt. Egal in welchem Bereich, weil ansonsten entwickelt man im Prinzip für die Schublade. Ich glaube, das ist dann sowas, dass irgendwelche Mechaniken oder Stories angeteasert werden, die es vielleicht vorher noch nicht so gab. Und ich denke, also es kann einen gewissen Reiz ausmachen, aber ich brauche das auch nicht zwangsläufig. Also ich freue mich auch, wenn es halt ein klassisches Rollenspiel ist, was man schon 3000 Millionen Mal hatte, aber dafür die Story halt cool ist. Mir ist das gar nicht so wichtig. Ich finde, das Gesamtergebnis muss passen und das darf meinetwegen auch, also für mich ganz persönlich aus den besten Bestandteilen früherer Spiele zusammengruppiert sein. Das wäre mir total wurscht, wenn das Ergebnis stimmt. Also man kann halt noch mal ein bisschen was durcheinander mischen oder sagen, ey, hier, das ist ganz neu, aber ganz neu ist es meistens doch noch nicht. Also doch nicht mehr, weil das ist wie bei der Musik. Wir sind jetzt halt an so einem Punkt, wo alles schon mal da gewesen ist, wie man so blöd sagt. Es muss mir Spaß machen. Und klar, ein Spiel, das halt eine frische Idee hat oder irgendwas anders und besonders macht, hat natürlich einen Vorteil, doch das ist halt so schwierig in der heutigen Zeit,
einfach nochmal eine neue Idee zu haben. Selbst, also auch abseits von Spielen. Wenn ich jetzt eine neue Idee habe und schreibe mir die auf und google danach, stelle ich auf einmal fest, okay, diese neue Idee hatten vor mir schon 20 andere Leute, so neu ist die gar nicht mehr. Insofern lieber irgendwas gut implementieren und umsetzen, als jetzt nur auf diesen Unique Selling Point zu schielen und versuchen, den zu kriegen. Ja. Wie wichtig ist das denn jetzt wirklich? Also, ich hatte jetzt mit der Frage gerechnet, was ist das überhaupt? Was ist das denn überhaupt? Das habe ich ja schon erklärt. Okay. Ja, wie wichtig ist das? Das ist schwer zu sagen. Müsste man ein bisschen auseinanderklamüsern, glaube ich. Denn auf der einen Seite ist das natürlich sehr stark, wenn man so das Feature hat, was kein anderer hat und sagen kann, boah, wir sind aber das einzige Spiel mit bla. Mit dem Bam. Ja. Und die anderen haben das alle nicht. Und die haben keinen dann sagen alle, ja, boah, super, das will ich aber auch haben. Und dann kaufen wir das alle. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch schon so viele Jahre Computerspiele, dass man sagen kann, ja, das gibt es ja gar nicht Ja, mehr. was ist denn schon Bam? Ja, also irgendwie sind sie ja alle irgendwie individuell und irgendwie alle doch auch nicht, ne? Gibt jetzt schon zig Rollenspiele, gibt jetzt schon zig Spiele mit bestimmten Setting oder so. Ich würde eher sagen, Zehntausende von jedem Genre und so weiter oder noch mehr, ne? Trotzdem möchte man, dass ausgerechnet sein Spiel irgendwie heraussticht mit einem besonderen Verkaufsargument. Und wenn man das Verkaufsargument hätte, das wäre natürlich unglaublich praktisch. Auf der einen Seite wäre das praktisch fürs Marketing. Dann könnte man nämlich diese eine Sache herausstellen, machen auch einige Spiele, kommen wir gleich noch zu. Ja. Und auf der anderen Seite ist es auch praktisch fürs Spiel, weil Leute, die sich genau darauf freuen, das dann auch hoffentlich bekommen. Und wenn nicht, ist Kacke. Das wäre dann natürlich schlecht, wenn man Dann irgendwie... hat man eine schlechte Marketingkampagne gefahren, ne? Das ist halt ein bisschen doof, ja. Ja, Unique Selling Point. Nennen wir mal ein paar, wa? Ja. Ja, hau mal rein. Mir fällt keins ein. Mit deinen eigenen Spielen anfangen oder mit denen der anderen? Ja, die eigenen sind spannender, glaube ich, ne? Also ich mache beides, also gerne beides, aber fangen wir mal mit den eigenen an. Ja. Natürlich haben wir uns auch immer überlacht. Wie komme ich denn Ja, so da ein bisschen, auch nicht. Überlegt, wollte ich eigentlich Gedacht und überlegt ist gelacht, ja. sagen. Das stimmt. Das ist eigentlich supi. Okay, wir haben uns gedacht, Kenne ich schon ein bisschen. für 2 Wörter auf einmal. Ist auch unique. Ja, das ist übrigens ein schöner Einstieg, denn wenn man 2 verschiedene Dinge nimmt, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, und packt die zusammen, dann hat man etwas Neues, Uniques geschaffen. Dann wird's lustig, dann wird gelacht. Eines meiner Lieblingsbeispiele, die du immer nimmst, ist auf der einen Seite Herr der Ringe und auf der anderen Seite... Was war nochmal das andere? Ach so, ja genau, ich weiß es wieder. Und zwar, es ist noch früh am Morgen, ich muss mich noch konzentrieren. Herr der Ringe und auf der anderen Seite Club der Toten Dichter. Jawohl. Und wenn man das zusammenpackt, dann hat man Harry Potter. Naja, so im Groben, ne? Also das heißt, was fand ich geil an Herr der Ringe, was fand ich geil an dem und so, und dieses Gefühl, ja, versucht man zu vereinen zu einer eigenen Geschichte, und dann kommt dann sowas wie Harry Potter raus. Es gibt auch viele andere Sachen, die dazu kommen. Aber um mal zu beschreiben, worum es geht. Ja, ne? genau. Damals zum Beispiel, als Bernie jetzt angefangen hat, Computerspiele zu machen, war das Besondere an Gothic, dass es zum Beispiel kein High Fantasy war. Dieser Gedanke des Ruhrpott Fantasy, dass man die Leute so reden lässt, wie sie einem auf der Straße begegnen, war damals was total Uniques. Ja. Auch wieder, ne? Also Slang, kein Ruhrpott-Slang, sondern mehr so die Art, wie Menschen miteinander umgehen. Ne? Das wird auch verwechselt. Ne? Wir haben auch, letztes habe ich gehört, irgendwie der Bodo Henkel hat doch auch schon mal irgendwie so ein Hamburger Dialekt und so. Ja, machen wir manchmal, wenn es passt, ne, zu einem bestimmten Charakter und so weiter. Aber eigentlich, es geht so im Allgemeinen so um die ruppige, raue Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, hier im Ruhrpott, im Ruhrgebiet. Nur um das nochmal zu erklären. Und das ist auch so ein bisschen unique. Ne? Genau. Das ist was Besonderes so, ne? Es gibt so gut wie kein anderes Spiel, das das in dieser Form umsetzt. Ne? Schon mal gar nicht auf die Region bezogen, aber auch überhaupt ist das eher
üblich. Die meisten machen eher High Fantasy und auch die Figuren, die dann entsprechend im Spiel vorkommen, sind weniger Elfen und Zwerge, sondern eher irgendwelche Typen und die dann da rumhängen. Ne? Du würdest sagen, ein paar rumhängende Geigen. Machen den Verschwindikowski, ja, frei nach Bud Spencer und Terence Hill. Genau. Und das gibt dann einen besonderen Charme ins Spiel. Das könnte ein Unique Selling Point sein und hat unter anderem bei dem Titel Gothic damals gut funktioniert. Ja. Bei den anderen Spielen hatten wir sowas aber auch. Wir haben uns immer überlegt, etwas Besonderes jetzt zu machen, was in der Form im Zusammenspiel kein anderer gerade macht. Das ist uns mal mehr und mal weniger gut gelungen. Bei der Risen-Reihe zum Beispiel hatten wir uns überlegt, wir benutzen das Piraten-Setting. Piraten waren sowieso gerade beliebt und ein offenes Open-World-Piraten-Rollenspiel in der Form gab's so nicht. Also wäre das eine ganz coole Idee, sowas zu machen. Die passen ganz gut zu uns Arschgeigen, ne? Also, genau. Ja. Was zum Beispiel nicht gut funktioniert hat, war, wir hatten damals die Idee, auch an Features sowas einzubauen. Und dann hat er, ja, wir könnten ja das Spiel mit den Schiffskämpfen sein. Das hat deshalb nicht gut funktioniert, weil zum selben Zeitpunkt, wir hatten die Anekdote schon mal am Rande, dann irgendwann auf einmal Assassin's Creed Black Flag announced wurde und dann standen wir da mit unseren Schiffskämpfen. Und die haben uns mal gezeigt, was unique ist, ne? Und wie das mit Schiffskämpfen aussieht, ne? Ja. Also war das halt dann Käse, muss man ein bisschen ummodeln. Und weil es die große Bude ist, die ganz große Bude, haben die natürlich auch sehr viel Möglichkeiten gehabt, da was zu reißen. Und das haben die dann auch gemacht. Und das war auch super. Ja. Darum haben wir uns gedacht, es ist immer eine gute Idee, noch mehr unterschiedliche Sachen vielleicht zu nehmen und etwas zu machen, was die anderen so nicht machen, weil wenn man nur auf eine Karte setzt und die geht dann in die Hose, dann ist das meistens echt mies. Wenn man zusammen mit einem Spiel rauskommt, was genau dasselbe macht, im Grunde genommen, dasselbe Setting, dasselbe irgendwas, ja, das ist halt ein bisschen schwierig. Wir sprechen aus Erfahrung, ja. Also es ist halt so, das muss man halt irgendwo rausstechen, muss man irgendwas Besonderes machen. Und du glaubst, du möchtest auf das Hybrid-Setting raus, ne? Genau, ja. Ja. Schön vorbereitet, oder? Das war super vorbereitet. Und ich habe dann die schwarze 8 versenkt, ja. Ich glaube, die ist rüber, ne? Ich glaube, versteht keiner, oder? Was ich meine mit Hybrid-Setting. Also was Jenny meint, ist, wenn man am Markt bestehen möchte gegen das beste Fantasy-Spiel, was dann gerade aktuell rauskommt, das beste Postapokalypse-Spiel, was dann da rauskommt, und das beste Witcher, ne, Fantasy oder Science-Fiction, Mass Effect, was auch immer. Jetzt kommt Starfield irgendwann, ja. Und damals zu Elex-Zeiten war es auch irgendwie Outer Worlds und irgendwelche anderen Sachen und so weiter. Da haben wir uns überlegt, gut, wir machen einfach irgendwie alles zusammen und machen zu einem Hybrid-Setting, dass man dann sagt, okay, das ist jetzt so unique, ja, das schon so unique ist, dass es Schwierigkeiten macht, es den Leuten überhaupt zu verkaufen. Ja? Das heißt, also gibt es auch viele Leute, die dann gesagt haben, mit dem Setting kann ich eigentlich gar nichts anfangen. Ich wäre lieber wieder im Fantasy-Bereich mit Piranha und so, ne? Und solche Dinge. Das ist natürlich schon so ein Teil, wo man sagt, okay, es ist unique. Es ist wichtig, dass es unique ist, weil es sonst untergeht, weil es sonst irgendwie überhaupt nicht wahrgenommen wird. Und auf der anderen Seite aber auch irgendwie, also es ist immer schwierig, so einen Unique Selling Point zu erzeugen. Wir als Firma haben sowas wie eine sehr komplexe Quest-Struktur. Ja, weißt also, was wir zum Beispiel immer hintenrum spielen können mit unseren Charakteren. Jeder Charakter in der Welt kann potenziell der Erste sein, dem man begegnet, dass man also wenig Nadelöhre hat, durch die man durch muss. Man kann mit jedem schon mal von Anfang an reden und solche Dinge, ja. Das ist auch ziemlich unique, ja. Machen andere auch, wissen wir, aber so, wie wir das auswalzen und wie wir das so komplex wie unsere Welt ist und dass die auch immer funktioniert, egal zu welchem Zeitpunkt du zu welchem Kapitel, welchen Level und so weiter du irgendwo hinkommst, dass sie sehr offen ist, dass es nicht nur Hubs gibt, wo man nur reden kann und Hubs gibt, wo man nur kämpfen kann oder solche Dinge, sondern dass das alles eine seamless World ist, dass es keine Teleporter gibt in dem Sinne oder keine Ladezonen, durch die man durch muss, wenn man in ein Haus geht und so, dass das alles in einem Stück ist. Das ist etwas, was wir auch immer noch zelebrieren und was damals zumindest sehr unique war. Mittlerweile gibt es auch Spiele, die das auch machen, ne? Und sowas sind so Dinge, die wir gerne erhalten wollen an unique Features oder an uniken Selling Points, sage ich jetzt mal, die zu uns passen und wo wir auch Spaß dran haben.
Etwas, was unser Spiel besonders macht, was ja jetzt gerade da reinpasst, ist, wir haben unser Spiel nie so verstanden, dass man eine Welt hat und durch inszenierte Geschichten durchgeführt wird. Szenen meinst du, ne? Ja, genau. Und dann der Spieler quasi tut, was das Spiel von ihm erwartet. Sondern wir wollten eigentlich eher immer, dass du dir vorstellst, du bist die Figur, tust das, was du selber gerade tun würdest. Das heißt, ein Spieler, der sagt, oh, ich soll jetzt bestimmt nicht in diese Höhle rein, weil das Spiel das nicht von mir will, der spielt eigentlich nicht so, wie es gemeint ist, sondern wenn du neugierig genug bist, reinzugucken, guck rein. Aber wenn da irgendwas Fieses drin ist, was würdest du tun? Keine Ahnung, die Beine in die Hand nehmen, dann nimm die Beine in die Hand. Also ein Spiel am besten so, wie du wirklich wärst. Und das ist das, was in der Regel auch am meisten Spaß macht, dann an Spielererfahrung. Wenn man irgendwo Blümchen pflücken will, dann pflück Blümchen. Und wenn du irgendwie mit Leuten quatschen willst, dann quatsch mit den Leuten. Und wenn du irgendwie also das Spiel soll immer dem Spieler ermöglichen, sich möglichst viel Freiheiten rauszunehmen, das zu tun, was er gerade tun will. Und das funktioniert in der Regel ziemlich gut. Ist aber auch schwierig, das zu verkaufen. Ja. Muss man sagen. Es gibt viele Menschen, sehr, sehr viele Menschen, die dieses Prinzip nicht verstehen, die lieber an die Hand genommen werden wollen. Und das Prinzip der Freiheit so ein bisschen sie überfordert. Das ist jetzt nicht böse gemeint oder so, es ist einfach so. Es gibt viele Menschen, haben wir auch in vorherigen Folgen schon oft behandelt. Möchtest du lieber geführt werden? Möchtest du eine lineare Geschichte? Oder möchtest du dir die lieber erarbeiten in einer freien Welt, wo die Charaktere erstmal ein paar Sachen vorhalten und dann irgendwie, dass du das rauskriegen musst und so weiter. Und viele, viele Menschen sagen, nein, es ist mir zu viel Aufwand, erstmal zu versuchen, in die Welt einzutauchen. Ich möchte lieber bespaßt werden, ich möchte lieber gesagt bekommen, was ich als nächstes tun soll. Ansonsten verliere ich den Faden und verliere ich die Lust an dem Spiel. Das ist tatsächlich so. Da ecken wir oft mit an, ne, mit dieser Art von Spielen, wissen wir auch. Aber uns macht das immer noch Spaß und es gibt auch Gott sei Dank noch genug Leute, die das auch noch so empfinden wie wir. Ja. Ja, das ist eine Gratwanderung, ne? Ja. Es gibt natürlich auch solche Sachen wie Unique Selling Points, die auf eine andere Weise sehr prägnant sind. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist zum Beispiel Stray. Stray ist das Spiel mit der Katze. Ja. Na, da haben alle darauf gewartet, eine Katze ist niedlich, Katzen sind total in und das ist auch total durch die Decke gegangen. Weil dieses Unique Feature, die Katze spielen zu dürfen, zu dem Zeitpunkt einfach unique war und die Leute total drauf abgegangen sind. Vor allem diese Form umgesetzt. Ne? Ja. Man kann natürlich auch, gab andere Spiele schon. Das heißt, es gibt auch keine unique Idee, die es nicht schon mal gab. Das ist auch so ein Ding. Ne? Das ist, es ist halt konsequent zu Ende gedacht, dieses Spiel. Du bist die Katze und du verhältst dich wie eine Katze. Du gehst wie eine Katze, du bewegst dich wie eine, siehst aus wie eine, gehst mit deinen Brüdern am Anfang los und lebst das Leben einer Katze unkommentiert, solche Dinge, ja. Das heißt, da sind sehr viele Sachen gemacht worden, um dieses Spielerlebnis so authentisch wie möglich zu machen. Und das war dann unique und nicht nur einfach eine Katze zu spielen. So, ja, und das ist so eine Sache, das muss immer irgendwie ist immer eine komplexe Herausforderung, so ein Unique Feature, was auf den ersten Blick irgendwie, man spielt eine Katze, klingt trivial, ne? Aber wenn man sich das dann anguckt, boah, das kann man alles machen, das ist ja toll, da habe ich dann Bock drauf, dann hast du diesen Unique Selling Point. Genau. Ja. Und dann gibt es folgendes Phänomen, wenn du so ein Spiel dann rausgebracht hast und das ist total erfolgreich, dann kommen ganz viele andere, die sagen, super Idee, mache ich auch. Ja. Und dann gibt es auf einmal ganz viele Spiele mit der Katze. Ganz viele Leute, die Minecraft-Spiel machen, ganz viele Leute, die Battle Royale machen, ganz viele Leute, die Liste ist lang. Wenn einer mal damit anfängt und Erfolg hatte, gibt's auch sehr viele, die das dann auch machen. Ne? Und das ist natürlich so eine Sache, gibt viele, die da auch Erfolg mit haben tatsächlich. Ja, sieht man an Fortnite, ne? Gab PUBG und den Battle Royale-Modus, hatte ich gerade erwähnt. Und Fortnite hat einen Battle Royale-Modus, auch gemacht und die waren super erfolgreich. Die waren sogar erfolgreicher als das Original, wenn man so möchte. Es gibt ja selten Original. Es ist immer eine Mischung. Originale so. Ja, was ist das Original? Ist System Shock das Original oder das Spiel davor, was so ähnlich war wie System Shock Original oder so, ne? Das ist immer irgendwie, es gab schon mal immer vorher irgendetwas in dieser Form und deswegen ist es auch super schwierig, einen Unique Selling Point zu erzeugen. Pokémon Go war viel erfolgreicher als Ingress, ja. Weil es auch diese beiden Dinge miteinander vereint hat. Ne? Diese super starke Marke Pokémon
mit dem Spielprinzip von Ingress zu vereinen, war schon ein Stück weit genial, ne? Das heißt, dieses Unique Selling Point des einen Spiels aufgegriffen, für ein anderes verwendet, was vielleicht salonfähiger war als einfach nur Pöppel, sondern halt Pokémon. 2 Dinge miteinander verbunden. Ja, ein sehr erfolgreiches Spiel, was hier so ein AR-Zeug hatte, ne? Also dieses Augmented Reality-Ding, ne? Mit dem Handy in der Gegend und diese Parallelwelt zu spielen. Zusammen mit Pokémon, was sowieso jeder kennt, ja, zusammen miteinander zu verbinden und so weiter. Harry Potter hat das auch versucht, dasselbe Prinzip. Die kamen aber dann damit nicht durch, nicht wirklich. Ja, das Spiel war gut, ja, aber es ist, glaube ich, mittlerweile auch nicht, es ist eingestellt worden, ne? Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Das heißt, sie sind da groß rausgekommen mit und so. Und Harry Potter ist ja mal eine Marke. Kennt auch jeder. Hat nicht funktioniert. Nee. Gibt Gründe dafür, kann sich jeder angucken, kann sich jeder durchlesen, warum, wer glaubt, dass das keinen Erfolg hatte und so weiter. Aber es ist ganz klar, dass da ein Spielprinzip übernommen wurde, was versucht wurde, unique zu machen, was nicht funktioniert hat. So, Pokémon Go spielen wir heute noch. So, jeder von uns. Was ist denn mit euch? Achtet ihr auf sowas, ob ein Spiel, das ihr kaufen wollt, sowas hat? Ein Unique Selling Point? Ist euch das überhaupt bewusst, dass das so ist? Und lockt euch das? Also in der Werbung oder beim Kauf? Das würde uns mal interessieren. Das wäre spannend. Ja. Hast du eine Community-Frage? Witzigerweise bin ich auch drüber gestolpert und habe eine genommen, ja, die darauf eingeht, auf das Thema, was du vorhin angesprochen hast. Und zwar, warum nutzt ihr nur wenige deutsche Dialekte, ist die Frage. Das bezog sich auf eine Folge, die jetzt irgendwann mal lief. Im Englischen wird das ja auch sehr viel gemacht und funktioniert meiner Meinung nach sehr gut, schreibt hier jemand. Das steht und fällt, glaube ich, mit den Sprechern. Na? Und mit der Mentalität. Ja, ich weiß nicht, wie in Amerika solche Dialekte funktionieren. Ich weiß, dass wenn man hier in Deutschland zu sehr übertreibt damit, ja, dann wird es für viele Leute cringe. Ja, yo mei, ne, kommt da irgend so ein Ork daher und labert dich auf Bayerisch an. Das ist nicht cool. Das findet man sofort doof oder goofy, ja. Wenn jetzt aber ein Scrappy da steht, ja, und dich mit einem Hamburger Dialekt anspricht und weil er sowieso ein Seemann irgendwie mimt und weil er so eine Mentalität hat, wie dieser Typ da, ja, und außerdem hat Harry, der ist auch ein friesischer Mensch, ja, der aus Friesland kommt, den schreibt, ja, dann passt das gut zueinander, ja, also, oder stellt euch vor, einen Bibliothekar, der Schwäbisch spricht, ja, kann man machen, finden wir jetzt nicht so cool, so, ja, oder keine Ahnung. Das ist der Kern, das würde dann funktionieren, wenn wir einen Schwaben im Team haben, der irgendwie Bock darauf hat, das vernünftig umzusetzen. Aber wenn einer von uns Ruhrpott-Yogis jetzt das umsetzt, dann ist es einfach nicht authentisch. Ja, also wir uns selber mit einbringen, wie der Harry das zum Beispiel macht, ist eine super Idee. Oder wenn der Bodo sich einbringt, der das einfach von sich mitbringt, ist das super. Keiner von uns Ruhrpott-Yogis schreibt in seine Dialoge, was soll das denn? Das schreibt niemand, ja, obwohl wir das sagen, obwohl wir so sprechen, ja. Darf das? So was würden wir nie machen, ja, weil das nämlich blöd ist. Entweder versteht das keiner oder es finden Leute auch total übertrieben. Ja? Was denn? Ja, ist halt schon. Ja, und darum machen wir das nicht. Ne? Wir wollen halt nicht anecken, wir möchten gerne unterhalten, wir möchten entertainen. Es gibt halt so einen schmalen Grad, den man macht. Ne? Bodo Henkel, der den dann noch gesprochen hat, ja, der kann das ja auch. So, das heißt also, diese Rolle ist dann für ihn auch geschrieben worden. So, ja, das heißt, es muss schon irgendwie zusammenpassen. Es muss derjenige, der schreibt, derjenige, der spricht und so weiter. Dann machen wir das, wenn wir wissen, dass das zusammenpasst. Aber wenn das dann gekünstelt wirkt oder man schreibt da was hin, das ist so und so gemeint und dann kommt jemand, der das gar nicht so richtig kann, nativ, ja, dann lassen wir da lieber die Finger von. So ist es. Okay, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hoffentlich beantwortet das die Frage und wir sehen uns nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranha Bytes TV. Bis bald. Bis bald. Ich hätte jetzt meine Hand dafür nicht ins Feuer gelegt, dass irgendwo mal irgend so ein Pansel steht, der was und das. Was?